wie diese riesige Staubwolke in die Straße da kam. Das hat ja jeder gesehen. Und vorne liefen die Leute um ihr Leben. Das war so furchtbar. Durch den Fernseher ist das alles so nah gekommen. Das war ja eigentlich so weit weg. Wir konnten nicht mehr reden. Es war wirklich, ich glaube, die ganze Welt war in einer Blase. Hallo, mein Name ist Ulla Barthold. Ich werde in diesem Projekt überwiegend als Kamerafrau tätig sein, aber auch als Autorin. An dem 11. wollten wir die Stadt zeigen. Da sind wir in Istanbul rumgelaufen, überall. Damals für die Warenladen und habe gerade meine Klasse. Ich hatte frei. Hallo, ich bin Caroline Rosenau. Gemeinsam machen wir den Dokumentarfilm An diesem einen Tag. Worum geht es denn an diesem einen Tag? Und an diesem einen Tag reden wir über 4 globale Ereignisse: Tschernobyl, Gladbeck-Drama, den Mauerfall und den 11. September. Die erste Reaktion ist dann tatsächlich gewesen, totale Ungläubigkeit. Also ich habe es einfach nicht geglaubt. War so unbegreifbar, dass ich da nichts gefühlt habe und ich glaube auch ziemlich lange nichts gefühlt habe. Es ist passiert, klar, man kann das nicht ausblenden, aber für mich hatte das schon so ein bisschen was Voyeuristisches. Wie wir auf die Idee kamen, ist, man trifft sich mit Freunden, mit Bekannten, mit Kollegen und immer wieder spricht man dann über diese 4 Ereignisse, vor allem aber über den 11. September 2001. Und was uns wirklich sehr aufgefallen ist, dass diese Leute sich glasklar an diesem einen Tag erinnern, als wäre es wirklich gestern geschehen. So hart es klingt, glaube ich, da kommt der Gewöhnungsfaktor. Das gehört halt jetzt dazu. Dass der 11. September wirklich so ein Startpunkt auch leider dafür war, dass wir Terrorismus in unserem Alltag akzeptieren müssen. Ich glaube, es ist eine reine Stückzahl noch, die wahrgenommen werden würde. Wie prägen sich darauf folgende Ereignisse in den Kopf ein? Und prägen sie sich überhaupt noch ein? Also reagieren wir nicht mehr so stark, beziehungsweise vergessen wir vieles, was eigentlich genauso wichtig gewesen wäre. Nicht nur der Umgang mit den Medien und diese Unterschiede von der Wahrnehmung spielen eine Rolle bei uns, sondern es geht auch darum, wohin geht die Reise und wie gehen wir damit in Zukunft einfach um? Weil es werden ja immer mehr Ereignisse kommen. Ich denke, da muss sich jeder an die eigene Nase fassen, welche Nachrichten er konsumiert oder wie oft er Nachrichten konsumiert und welche Nachrichten er konsumiert. Hauptsache, man ist immer online, immer am Start. Einfach mal runterkommen, entschleunigen. Ich glaube, man sollte wirklich mal positiver dran denken, was brauchen wir? Der Mensch an sich ist ja schon zum Überleben geschaffen. Um unser Projekt in dem Umfang, in der Länge, in der Qualität realisieren zu können, sind wir auf eure Unterstützung angewiesen. Sprich, wir brauchen Geld. Dafür bekommt ihr aber natürlich auch was. Crowdfunding bedeutet ja, den Film über die Crowd, also über euch, zu finanzieren. Dafür haben wir uns auch ein paar Dankeschöns ausgedacht, was man bekommt, wenn man unser Projekt unterstützt. Und dazu gehört zum einen ein Workshop oder uns einen Tag am Drehort besuchen. Oder ich komme ja aus Tübingen und da ist es ganz besondere Stocherkahnfahren. Und da haben wir uns gedacht, also wenn ihr Lust habt, einen Tag mit dem Filmteam, mit dem Protagonisten Stocherkahn fahren. Im Sommer natürlich. Natürlich, im Winter fährt ja auch kein Stocherkahn. Dann war ich auf die Mauer zugelaufen und bevor ich die Mauer dann wirklich gesehen habe ich sie gehört. Ich bin da reingefahren und habe mich gefreut, dass ich es endlich darf. Ich war wahrscheinlich einer der Ersten, die mit dem Motorrad dahin gefahren sind, auch wenn es bitterkalt war. Dass ich heute nach Leipzig fahren will. Wenn ich mich ins Auto setze, bin ich in 6 Stunden in Leipzig. Die Bürger können was erreichen. Ich glaube, es gibt niemanden, der sich da nicht dran erinnern kann. Bitte unterstützt uns, jeder Euro hilft. Über Startnext, unsere Website sowie über die sozialen Medien halten wir euch stets auf den Laufenden. Und wir würden uns total freuen, wenn ihr einfach dabei seid, Teil des Projektes werdet, oder? Ja. Genau, so ist es. Danke. In diesem Sinne, vielen Dank. Die Hand hätte ich.